Ja, willkommen zum 12. Teil von This is the Police. Wieso keine Polizisten im Staatsdienst? Berühmtes sexistische Kopf für Auflösung feministischer Demonstrationen zuständig. Studenten melden sich freiwillig, um Bauern zu helfen. Noch mehr Zwischendialoge. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack. But not like you, oh, Jack.
You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the $500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vickis Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got.
Scheiße. Ja, helfen wir mal den Sand, ne? Wie kurzzeitig eingenickt. Das ist der letzte Tag, den ich mache. Für heute. Tell him it's Boyd. Arbeitsfaule Leute. Noch 2 Tage nicht da. Freie Stellen. Staatsanwaltschaft könnten ihre Auftragsplätze gut machen. Morgen ist es so, lassen Sie bis dahin nichts zum Schluss. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Ihre Angestellten eine offizielle Beschwerde gegen Sie eingelegt haben. Wir sammeln Informationen und machen uns mit den Umständen des Falles vertraut. Douglas Cowell ist Ziel einer Ermittlung und kann nicht aktiv im Dienst bleiben. Ich habe jetzt alles auf den geschoben, ne? Ich hab den jetzt glaubt was. So, 3, 6, 7, 8 habe ich hier. 3, 6, 7. Kann ich doch sagen, für jeden ein. A-Schicht. Der B-Schicht. feet in progress. Leute muss ich dahin schicken. Wort und Mannschaftswagen. Wir haben einen Anruf von einem Clubbesitzer erhalten, der sagt, dass sich in der Eingangshalle eine Schlägerei entwickelt habe, an der mehr als 20 Leute beteiligt seien. Die Sicherheitsleute wollen sich nicht einmischen, weil ein paar der Kämpfenden Messer bei sich haben. Es liegt bereits mehrere Verwundete auf der Tanzfläche. Aber niemand weiß, was das alles ausgelöst hat. So ist denn das jetzt andersrum hier.
412A in progress. Verstärkung. Ich kann den aber nur 2 schicken. Und das kann ich jetzt nicht bedienen, weil ich alle zum einen Einsatz geschickt habe. Vorstadt. 2 Teenager sind auf einem Spaziergang mit ihrem Hund in einer Streit geraten. Schließlich hat einer der beiden den Hund auf den anderen gehetzt. Die Polizei wurde von einem Mädchen angerufen, das in der Nähe auf ihrem Fahrrad unterwegs war. Ja, das werde ich wohl nicht lösen können. Da fehlen mir die Polizeibeamten. In progress. 412A completion. Gemeindemitglieder Maria Serpentina hat Schüsse in der Kirche gemeldet. Ein beträchtlicher Mann, ein bärtiger Mann mit Hut ist in einen Beichtstuhl gegangen und kurz darauf habe ich ein paar Schüsse gehört. Dann hat der Mann gelassen den Beichtstuhl verlassen, gekreuzigt und auf einer der Bänke niedergelassen. Ich glaube, er betet. So, 5 Leute hinschicken und SWAT. Ja, ich kann das SWAT nur einmal einsetzen pro Tag. Kann ich euch jetzt nicht geben. Ich weiß gar nicht, wofür das Trott gut ist. Ich werde den erstmal zurücklassen in der nächsten Zeit. Echt, weil ich keinen Plan habe, wofür der gut ist. Linderhaut hat stark nuschelnd angerufen und gesagt, dass der Zahnarzt hätte ihr beim letzten Besuch das Gesicht gelähmt. Die Misscare hat mir irgendein Gift gespritzt. Verhaften Sie ihn. Ja, schicke ich euch beide mal hin. Testing complete. Zivilisten getötet. Nicht automatische Waffen aufgefunden. Mordfeuerwaffen. Warum wurden denn jetzt Zivilisten getötet? Die Beamten haben nicht automatische Waffen an Taten gefunden. Was sollen sie damit tun? Der Mafia verkaufen. Das natürlich. Soll ich die lagern? 410A complete. Auch der Mord. Die junge Frau
hat einen ganz normalen Betäubungsspritzer erhalten. Ten 11B in progress. Christopher G. samt einen Eislaufarena. Die Eisverkäuferin hat eine verdächtige schwarze Tasche bemerkt, die seit ein paar Stunden alleine auf der Bank liegt. Okay. Müssen wir alle, die noch da sind, losschicken. Wir haben heute locker 2 Polizisten gefehlt in der B-Schicht. Officer on scene. Looks like we have Der a Beamte vor situation Ort here. haben bemerkt, dass sich die Tasche etwas bewegt. Tasche öffnen, zurückbleiben, bis die Bombenspezialisten da sind. Auf die Tasche schießen, bis sie sich nicht mehr bewegt. Ja klar. Schieß auf den Boden. 10 11B complete. Täter gefasst, Beamte unversehrt. Zivilisten unversehrt. Keine neuen Ansichten beim Mord. Ermittler nur fehlgeschlagen. Alle Detektive sind tot oder entlassen. Ja, der ist jetzt bei den Ermittlungen gestorben. Ist nicht gerade schön, ne? Ja, Ermittlungen. Ja, den Informanten kann ich jetzt auch nicht verhaften lassen. Halt. Hätte mehr Beamten da drauf schicken sollen, ne? Die Polizisten dafür. Okay, ich beende jetzt den Tag. Und ich werde die Aufnahme für heute dann beenden, ja? Okay, das war's dann jetzt mal für heute. Bis dann. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.